Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein König, der 12 reizende Töchter hatte. Sie schliefen in 12 Betten in einem Raum. Jede Nacht wurden die Türen verriegelt, nachdem sie ins Bett gegangen waren. Doch jeden Morgen waren ihre Schuhe völlig abgenutzt, als hätten sie die ganze Nacht getanzt. Niemand konnte herausfinden, wie das geschehen war oder wo sie gewesen waren. Also verkündete der König im ganzen Land, dass derjenige, der das Geheimnis lüften könne, wo die Prinzessinnen nachts tanzten, die Erlaubnis bekäme, die Prinzessin seiner Wahl zu heiraten und nach ihm König zu werden. Allerdings würde jeder, der es versuchte und nach 3 Tagen und Nächten scheiterte, hingerichtet werden. Bald kam ein Prinz, um sein Glück zu versuchen. Er wurde gut behandelt und in das Zimmer neben dem der Prinzessinnen gebracht. Seine Aufgabe war es, sie zu beobachten, um herauszufinden, wo sie tanzten. Die Tür zu seinem Zimmer blieb offen, so dass er alles hören konnte. Doch der Prinz fiel bald in einen tiefen Schlaf, und als er am Morgen aufwachte, sah er, dass die Prinzessinnen die ganze Nacht getanzt hatten. Ihre Schuhe waren voller Löcher. Das gleiche geschah in der 2. und 3. Nacht, und der König befahl seine Hinrichtung. Viele andere versuchten es nach ihm, aber sie hatten alle das gleiche Unglück und verloren ihr Leben. Eines Tages kam ein alter Soldat, der im Kampf verletzt worden war und nicht mehr kämpfen konnte, durch das Land des Königs. Während er durch einen Wald ging, traf er eine alte Frau, die ihn fragte, wohin er gehe. Der Soldat antwortete: „Ich weiß wirklich nicht, wo ich hingehe oder was ich tun soll, aber ich würde gerne herausfinden, wo die Prinzessinnen tanzen. Vielleicht könnte ich dann König werden." Die alte Frau sagte: „Das ist keine schwierige Aufgabe. Achte nur darauf, keinen Wein zu trinken, den dir eine der Prinzessinnen am Abend anbietet. Und wenn sie geht, tu so, als würdest du schlafen." Dann gab sie ihm einen Umhang und sagte: „Wenn du diesen trägst, wirst du unsichtbar. Du kannst den Prinzessinnen überall hin folgen." Der Soldat war von diesem Rat begeistert und beschloss, sein Glück zu versuchen. Er ging zum König und erklärte, dass er bereit sei für die Herausforderung. Der König empfing ihn wie die anderen und gab ihm feine Kleider. Als der Abend kam, wurde er in die äußere Kammer gebracht. Gerade als er sich hinlegen wollte, brachte ihm die älteste Prinzessin einen Becher Wein. Der Soldat schüttete ihn heimlich aus und trank nicht. Dann legte er sich auf sein Bett und begann laut zu schnarchen, als wäre er fest eingeschlafen. Als die 12 Prinzessinnen ihn hörten, lachten sie, und die älteste sagte, dieser Mann hätte etwas Klügeres tun können, als so sein Leben zu verlieren. Dann standen sie alle auf, öffneten ihre Schubladen und Kästchen und zogen ihre schönen Kleider an, aufgeregt, mit dem Tanzen zu beginnen. Doch die jüngste Prinzessin sagte: „Ich weiß nicht, warum, aber obwohl ihr glücklich seid, fühle ich mich unbehaglich. Ich denke, es wird etwas Schlimmes passieren." Die Älteste antwortete: „Du bist immer ängstlich. Vergiss nicht, wie viele Prinzen zugeschaut und versagt haben. Dieser Soldat würde selbst ohne den Schlaftrank festschlafen." Als sie bereit waren, schauten sie nach dem Soldaten, aber er schnarchte immer noch und bewegte sich nicht. Also dachten sie, sie seien in Sicherheit. Die älteste Prinzessin ging zu ihrem Bett, klatschte in die Hände, und das Bett sank hinunter und offenbarte eine Falltür. Der Soldat sah, wie sie nacheinander hinuntergingen, wobei die Älteste den Weg anführte. Er sprang schnell auf, zog den Umhang an, den ihm die alte Frau gegeben hatte, und folgte ihnen.
Doch auf der Treppe trat er versehentlich auf das Kleid der jüngsten Prinzessin und sie rief: »Etwas stimmt nicht. Jemand hält mein Kleid fest.« Die älteste Schwester antwortete: »Es ist nur ein Nagel an der Wand.« Sie gingen hinunter und fanden sich in einem wunderschönen Hain mit silbernen Blättern, die funkelten. Der Soldat wollte etwas als Andenken mitnehmen, also brach er einen kleinen Zweig ab, und der Baum machte ein lautes Geräusch. Die jüngste Tochter sagte erneut: »Etwas stimmt nicht. Hast du dieses Geräusch gehört? Das ist noch nie passiert.« Aber die Älteste sagte: »Es sind nur unsere Prinzen, die für uns jubeln.« Als nächstes kamen sie zu einem weiteren Hain, in dem die Blätter golden waren, und dann zu einem dritten Hain mit Diamantblättern. Jedes Mal, wenn der Soldat einen Zweig abbrach, machte er ein lautes Geräusch, das die jüngste Schwester zum Zittern brachte, aber die Älteste versicherte ihr, es seien nur die Prinzen, die feiern. Sie gingen weiter, bis sie an einen großen See mit 12 kleinen Booten kamen, in denen jeweils ein gut aussehender Prinz auf die Prinzessinnen wartete. Jede Prinzessin stieg in ein Boot und der Soldat gesellte sich zu der jüngsten Prinzessin in ihr Boot. Während sie über den See ruderten, sagte der Prinz der jüngsten Prinzessin: »Ich weiß nicht warum, aber obwohl ich mich anstrenge, bewegen wir uns nicht schnell und ich fühle mich müde. Das Boot scheint heute schwer zu sein.« »Es ist nur die Hitze«, sagte die Prinzessin. »Ich fühle es auch.« Am anderen Ufer des Sees war ein wunderschönes Schloss, in dem fröhliche Musik spielte. Sie stiegen alle aus den Booten und gingen hinein. Jeder Prinz tanzte mit seiner Prinzessin und der unsichtbare Soldat tanzte ebenfalls mit. Immer wenn eine Prinzessin einen Becher Wein hatte, trank er ihn ganz leer, so dass, als sie trinken wollte, ihr Becher leer war. Das erschreckte die jüngste Schwester, aber die älteste sagte ihr, sie solle ruhig sein. Sie tanzten bis 3 Uhr morgens, und dann waren ihre Schuhe abgetragen, so dass sie aufhören mussten. Die Prinzen ruderten sie zurück über den See, und diesmal saß der Soldat im Boot mit der ältesten Prinzessin. Als sie das Ufer erreichten, verabschiedeten sie sich und versprachen, am nächsten Abend zurückzukommen. Als sie die Treppe erreichten, legte sich der Soldat schnell wieder in sein Bett. Als die 12 Schwestern erschöpft von ihrer Nacht hinaufstiegen, hörten sie ihn schnarchen. Sie sagten: »Jetzt sind wir in Sicherheit.« Dann zogen sie ihre Kleider aus, legten ihre Schuhe ab und gingen ins Bett. Am Morgen sagte der Soldat nichts über das, was passiert war, wollte aber mehr von diesem seltsamen Abenteuer sehen, also kehrte er für die 2. und 3. Nacht zurück. Jedes Mal tanzten die Prinzessinnen, bis ihre Schuhe völlig abgetragen waren, und kehrten dann nach Hause zurück. In der 3. Nacht nahm der Soldat einen der goldenen Becher als Erinnerung daran, wo er gewesen war. Als es an der Zeit war, das Geheimnis zu lüften, wurde er mit den 3 Zweigen und dem goldenen Becher vor den König gebracht. Die 12 Prinzessinnen lauschten hinter der Tür, um zu hören, was er sagen würde. Als der König ihn fragte: »Wo tanzen meine 12 Töchter nachts?«, antwortete er: »Sie tanzen mit 12 Prinzen in einem unterirdischen Schloss.« Dann erzählte er dem König alles, was geschehen war, und zeigte ihm die Zweige und den goldenen Becher, den er mitgebracht hatte. Der König ließ die Prinzessinnen rufen und fragte sie, ob das, was der Soldat sagte, wahr sei. Als sie merkten, dass sie entlarvt worden waren und es nicht leugnen konnten, gestanden sie alles. Der König fragte den Soldaten, welche Prinzessin er zur Frau wählen würde. Er antwortete: »Ich bin nicht mehr sehr jung, also wähle ich die Älteste.« Sie wurden noch am selben Tag verheiratet, und der Soldat wurde als Thronfolger des Königs ausgewählt.
Toll gemacht! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.